Ja, Lösungen, Kompromisse, Gespräche, über all das müssen wir sprechen. Im Studio ist Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union Deutschland und frisch gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages. Schönen guten Tag. Guten Morgen, hallo. Und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. So ein Onboarding im Bundestag, wie muss man sich das vorstellen? Wie geht das denn jetzt vonstatten? Kommt da jemand, führt Sie mal ein bisschen rum, zeigt Ihnen, wo die Räumlichkeiten sind? Ja, ganz so ist es nicht, aber trotzdem fühlt es sich schon ein bisschen so an wie ein erster Schultag nach einer langen Pause. Es sind ja Gott sei Dank auch viele junge Abgeordnete in der neuen Unionsfraktion aus Reihen der Jungen Union, insgesamt 24 Frauen und Männer. Und insofern sind wir erstmal froh mit dem Ergebnis für die junge Generation. Und insofern geht es jetzt einfach anzufangen. Herr Winkel, lassen Sie uns mal auf ein Foto schauen. Das kursiert gerade in den sozialen Medien. Da sehen wir, können wir das mal sehen, liebe Regie, 6 Herren, gestandene Herren im Konrad-Adenauer-Haus. Wenn man so will, der innerste Machtzirkel. Haben wir es vorliegen oder haben wir es nicht vorliegen? Ich weiß nicht, ob wir es vorliegen haben, aber man kann es sich ja auch gut vorstellen. Ja, okay. Also man sieht Friedrich Merz, man unter anderem... Die Granden der Union, der CDU. Was wir vermissen, sind Frauen und die Vertretung aus dem Osten. Das ist mindestens irritierend, Herr Winkel. Was ist los? Naja, ich glaube schon, dass die Union auch insgesamt wieder mehr Frauen ansprechen muss. In der Spitze der Jungen Union beispielsweise haben wir im geschäftsführenden Bundesvorstand von 6 Mitgliedern 4 Frauen. Also da sähe das Foto ein bisschen anders aus. Und insofern natürlich, da muss sich auch in der Führungsspitze der Partei auch wieder was tun, dass wir da attraktiver für Frauen werden. Aber wie will man denn für den Osten sprechen, wo man ja jetzt auf den Osten so böse ist, weil der ja blau gewählt hat, wenn da keiner vertreten ist im Führungszirkel der CDU? Entschuldigung. Das ist schon ein Problem. Also insofern, da müssen natürlich auch Mitglieder aus den ostdeutschen Landesverbänden vertreten sein. Das ist, glaube ich, klar. Schauen wir mal, ob sich da dann noch ein bisschen was ändert. Jetzt gucken wir mal auf die Inhalte. Das Thema Migration war natürlich das Wahlkampfthema. Da hat die SPD ja doch ganz andere Vorstellungen, keine Grenzschließungen, sagt Klingbeil zum Beispiel, der ja nun auch eine führende Rolle in den Verhandlungen übernehmen soll. Wird dieser 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz wie versprochen umgesetzt? Es hieß ja auch hier, ganz klar, Herr Lindmann hat gesagt, wenn das nicht kommt, dann gibt es auch keine Koalition. Genau so sieht's aus. Die SPD muss sich überlegen, ob sie bei der Migration eine Wende hinbekommen will. Sonst kann sie in 4 Jahren, braucht sie gar nicht mehr antreten. Also wenn sie sich noch mal halbiert, dann ist irgendwann gar nichts mehr von der SPD übrig. Man kann ja auch jetzt schon darüber diskutieren, ob man mit deutlich unter 20% überhaupt noch Volkspartei ist. Wenn die SPD weiter zusehen will, wie ehemalige Arbeiterwahlkreise an die AfD fallen, kann ich nur sagen, gute Reise. Das ist die Entscheidung der SPD, kann ich ihr nicht reinreden. Empfehlen würde ich sie jedenfalls nicht. Herr Winkel, weiteres Streitthema, und zwar kontroverses Streitthema, Bürgergeld. Die Union hätte es gern abgeschafft, komplett, zumindest reformiert, aber ganz anders als das, was die SPD da momentan noch möchte. Zwar auch gesprächsbereit, aber glauben Sie, dass man beim Thema Bürgergeld zueinander kommt? Also man müsste, ja. Auch da, ich kann nur darauf verweisen, was gerade einem Handwerker sagen. Ich erinnere mich an ein Gespräch im Wahlkampf mit einer Lackiererei. Da meinte der Chef zu mir hinterher im Gespräch, mein Endgegner ist das Bürgergeld, weil die Leistungen so hoch sind, dass sich viele Arbeiter, die vielleicht in niedriger qualifizierten Jobs arbeiten, natürlich die Frage stellen, was lohnt sich für mich, was lohnt sich nicht. Deswegen auch da kann ich nur der SPD empfehlen, hört auf eure Basis, hört auf die Arbeiter in Deutschland, dann wählen die vielleicht in Zukunft auch wieder rot. Es gibt auch einige, die jetzt sagen, beim Thema Schuldenbremse, da sollte man vielleicht dann doch eher auf die SPD hören. Denn es braucht nun mal Geld, sehr, sehr viel Geld für die NATO, für die Ukraine. Da sieht man momentan nicht so richtig, wie das funktionieren soll, wenn man die Schuldenbremse nicht reformiert. Wie ist Ihre persönliche Einstellung dazu? Wird es möglich sein, staatliche Kredite aufzunehmen, auch mit der Union? Also die Schuldenbremse muss bleiben. Wir können ja nicht 3,5 Jahre sagen in der Opposition, die Schuldenbremse ist wichtig und muss bleiben für die nächste Generation auch. Und dann in der ersten Woche nach der Wahl sagen, nee, alles vergessen, war uns nicht so wichtig. Das wäre, glaube ich, das käme einem Wählerbetrug ehrlicherweise, glaube ich, sehr nah, um mal dieses scharfe Wort ausdrücklich zu verwenden. Was man sich überlegen kann, und übrigens die Diskussionen in den letzten Tagen haben auch gezeigt, warum es richtig ist, dass sie bleibt. Weil, wenn man die Schuldenbremse für Investitionen lockert, dann stellt sich jede Partei in Deutschland etwas anderes unter dem Begriff Investitionen vor. Also die Grünen sagen Klimaschutz, die SPD sagt Bürgergeld, wir sagen vielleicht Bundeswehr.
Und insofern muss die Schuldenbremse bleiben, auch zugunsten der jungen Generation. Worüber man reden kann und was wir ja auch schon gemacht haben, auch sogar als wir in der Opposition waren, ist ein Sondervermögen für die Bundeswehr aufzulegen, weil man dort eben nicht diesen unbestimmten Rechtsbegriff der Investition hat, sondern ganz zweckgebunden für die Bundeswehr investieren kann. Und das, was wir schon mal gemacht haben, könnte man ja jetzt aufs Neue wieder auflegen. Schauen wir mal, ob das dann auch bei dieser Sitzverteilung so funktioniert oder ob man das nicht vielleicht auch noch mal vorher machen muss. Dankeschön für das Gespräch.